day 4 here in Germany. We're gonna have a small demo day today at BERR. We did one steam liner installation yesterday. Went all the way here. Here we're gonna do some Ys and Ts installations and some spray epoxy demonstration. Here you can see we drilled the outer bends just to see how beautiful it goes all the way. In the outer bend, it's a sharp 90 as well. Und auch, also ich weiß es halt nur, als wir das erste Mal gemacht haben, haben wir nämlich auch den Fehler gemacht. Ich habe einfach nur das Tape hier genommen und habe mich gewundert, warum ich echt viel Luft verliere. Jedes Mal wieder. Man merkt anfangs zwar, also gerade wenn man das erste Mal aufgeblasen hat, eigentlich ist alles gut. So. Und dann ist es im Rohr drin. Und dann, wenn es dann halt eine Stunde drin steht, dann wundert man sich die ganze Zeit, warum der Kompressor läuft. Und, ja. Gut, das natürlich dann mein Schlauchpaket. Und das kann ich bei Epoxidhat bis zu einem Jahr liegen lassen und dann wieder einsetzen. Das Einzige, was halt passieren kann, ist, je nachdem wie das hängt, wenn das jetzt an der Wand hängen würde, dass sich dann doch in dem unteren oder im oberen Bereich halt wie so eine Art Luftbläschen bilden können. Das beheizte Schlauchpaket, aber in dem Vorteil, dass man bei jedem Wetter arbeiten kann. Also wer All right, it's Thursday afternoon and we've been here in Germany now from Monday. We did some on-site training with BERR's customers. We had a really good demo day today here. Yeah, really. Showing spray epoxy, connection liners and using steam curing with lining. It was an absolute beautiful day today. And I want to say a big thank you to you, Frederick, for having us here. And I want to wish you all the luck in the future. Thank you very much. We also want to thanks Boldan for having Petri and Johan at our place and to help us with everything. And now we are fit for the future. Bye bye. Bye bye.